Leute, ja, heute werden wir euch die Ankersrum Küchenmaschine zeigen. Diese Küchenmaschine stammt aus Schweden und wie ihr sehen könnt auf der Packung kann sie Teig kneten und ja, die Besonderheit an dieser Maschine ist, dass nicht die Maschine selbst von oben irgendwie einen Motor hat oder sowas, sondern dass die Schüssel sich bewegt und oben einfach nur etwas ist, was das festhält. Und die Verpackung, die war sehr stabil und es ist auch sehr gut angekommen. Und die Verpackung war original und sehr schön und gut. Dabei haben sie noch einige Prospekte geschickt, ein Rezeptebuch, wie ihr später noch sehen könnt, und eine Einleitung. Hier ist eine Garantiekarte. Hier haben sie noch eine Anleitung, also wie man die Maschine bedient und was alles überhaupt ist. Das ist ein Rezeptebuch von der Firma. Hier zeigen sie euch, wie man irgendwelche Teige knetet, zum Beispiel Cookie Doughs, Teig für Nudeln und weiter. Hier, man kann auch die verschiedensten Teige in dieser Maschine kneten. Und wie ihr sehen könnt, es ist alles gut verpackt mit Schaumstoff und so, mit Styropor. Und die Maschine selbst ist sehr schön. Das sind die Teile der Maschine und es gibt nicht so viele Teile. Jetzt könnt ihr die Maschine mal von außen selbst sehen. Das ist der Topf, also der Knettopf, der sich immer dreht. Und der Name der Firma ist drauf graviert. Er besteht aus Edelstahl und ist sehr schön anzusehen. Die Maschine ist sehr schwer, also sie wiegt 8 Kilogramm, deswegen man kann sie nicht nur mit einer Hand tragen und wir haben die Maschine jetzt aus der Packung entfernt und das war noch ein Teil, um irgendwelche Teige zu kneten. Das haben die in der Anleitung gesagt, wofür diese ganzen Teile sind. Und wir haben sie in Grau bestellt, aber die Maschine sieht sehr schön aus.
Diese durchsichtige Schüssel aus Kunststoff ist dazu da, um Eier oder Sahne zu schlagen. Und das Rezeptbuch hat 4 verschiedene Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch und Italienisch. An dieser Stelle würde ich dieses Video heute beenden. Das war's mit dem Video heute. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren, dem Video einen Like dazulassen und eure Kommentare mit uns zu teilen. In dem Folgevideo zeigen wir euch, wie wir den Teig kneten, und bis nächstes Mal. Tschüss!